Hallo liebe Freunde, schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Eigentlich hatte ich mir ja vorgenommen, an keiner Challenge mehr teilzunehmen und euch nur noch zum Wandern mitzunehmen. Aber ich mache doch noch mal eine einzige Ausnahme. Der Kanal Gartenarche, ihr kennt ihn sicherlich alle, hat sich nämlich eine ganz interessante Sache ausgedacht. Seine Challenge soll heißen oder heißt Musik verbindet. Archie hat sich Folgendes gedacht. Er sagt sinngemäß, dass YouTube völlig unpersönlich ist und die Person steht eigentlich gar nicht im Vordergrund. Und deshalb möchte er das ein bisschen ändern, dass auch mal etwas über die jeweiligen Personen hinter der Kamera bekannt wird. Und Musik ist etwas, was fast jeden geprägt hat. Und deshalb hat er sich einen Fragekatalog ausgedacht. Und ich freue mich, dass er mich nominiert hat. Und ich hoffe, ich langweile euch nicht mit meiner Antwort. Das Problem ist, er hat sich derart viele Fragen ausgedacht, die kann ich mir beim besten Willen nicht alle merken. Und ich habe lange überlegt, wie gehe ich an die Sache ran. Ich bin genau wie Archie ein Kind der DDR und bin natürlich mit der englischsprachigen Musik groß geworden, aber auch mit der DDR-Musik. Denn ich habe eigentlich immer viel Wert auf die Texte gelegt und in der DDR wurde Deutsch gesungen. Und deshalb ist mir auch die DDR-Musik sehr wichtig, auch wenn die teilweise sehr umstritten ist. Und ich habe mir überlegt, eine der Bedingungen von Archie waren, fass dich kurz, mach keinen abendfüllenden Film daraus. Deshalb lasse ich mal die englische Musik weg und erzähle euch heute mal etwas über die DDR-Musik. Frage Nummer 1 also, was hörst du für Musik? Ganz einfach, alles. Das richtet sich nach meiner Stimmung, nach dem, was ich tue. Ich kann von Rammstein bis Klassik alles anhören. Vielleicht, um noch mal ein bisschen näher darauf einzugehen. Als Kind, ich weiß es nicht, wie alt ich war, lief im Radio, später habe ich erfahren, dass es die Klaus-Senft-Kombo ist, lief im Radio ein Lied, Kinder, ich bin nicht der Sandmann. Dieses Lied hat sich dermaßen bei mir im Hinterkopf festgesetzt. Viele, viele Jahre später wusste ich dann, dass das diese besagte Klaus-Senft-Kombo ist. Sie wurde leider 1975 für nicht existent erklärt, auf gut Deutsch verboten. Und dieses Lied hat mich aber die ganzen Jahre begleitet. Ein zweiter Musiker, der dann in meinem Leben sozusagen aufgetaucht ist, war durch einen Zufall ein tschechischer Sänger, Václav Neckář. Damals war die Welt ja viel, viel kleiner und unser kleines Dorf war damals die große, weite Welt. Und dieser Václav Neckář spielte plötzlich in meinem Heimatort Grünhainichen. Ich weiß nicht, wie alt ich da war, 14 Jahre, 15 Jahre, ich weiß es nicht mehr. Mir hat es unheimlich imponiert. Jemand aus dem großen, fernen, weiten Prag spielt in unserem Grünhainichen. Kdo ví, kde odpočívá Nautilus? Kdo ví, kde skončil svoji dlouhou pouť? Kommen wir zur zweiten Frage. Wer ist mein Lieblingsmusiker? Oh je, das ist ganz schwer zu sagen. Da ich, wie schon gesagt, einen ziemlich breiten Musikgeschmack habe. Aber ich möchte mal 3 besonders hervorheben. Die Nummer 1 ist Peter Gläser, den kennt in der DDR jedes Kind als Cäsar. Cäsar war der Jimi Hendrix der DDR und er spielte und sang in dieser besagten Klaus-Senft-Kombo. Als sie verboten wurde, ist er bei Karussell eingestiegen. Später hatte er viele diverse eigene Bands und nach der Wende hatte ich das Glück und konnte ihn 10 Jahre auch mal persönlich ein Stück begleiten. Und natürlich hat er mich ganz sehr geprägt. Ein Lied entstanden in einer Zeit, als mich viele Freunde fragten, wo ich denn zu finden sei. Und ich sagte, wenn ihr meine Adresse wissen wollt, jede Nacht allein bin ich die Nummer 1 an der Bar. Wenn du mich finden willst, Nummer 1 an der Bar, wo die gebrochenen Engel sitzen, einsam und gar an den Strohhalmen
und ich kann mit dem Doppelgesicht die Balance zu halten im Bandesgift. Als Nummer 2 ein Musiker, Ralf Schmidt heißt er eigentlich mit bürgerlichen Namen. Er war Sänger in der Stammkombo Meißen und damals, ich gestehe es, ich habe ihn gehasst. Ich habe, man sieht es noch, die letzten Überreste, ich habe zu den letzten Hippies in unserem Erzgebirge gehört und Ralf Schmidt war damals voll auf dieser Popper-Schiene. Das ging ja überhaupt gar nicht. Parallel zur Stammkombo hat er dann bei Zeiten angefangen, Solo-Projekte zu machen unter dem Namen IC. Das war ziemlich elektronische Musik. Und später hat er sich dann umbenannt IC Falkenberg. Irgendwann ist auch das IC weggefallen. Heute spielt er nur noch unter dem Namen Falkenberg. Und ungefähr um das Jahr 2000 rum hat der Zufall nachgeholfen. Und ich bin wirklich mehr oder weniger blindlings in ein Konzert von ihm geraten. Ich wusste eigentlich gar nicht, was ich mir dort antue. Und ich muss sagen, ich bereue, ich nehme alles zurück. Falkenberg ist ein wahnsinnig toller Musiker. Er hat wirklich eine Entwicklung genommen. Ich bin begeistert, aber seine alten Lieder mag ich heute nach wie vor nicht, beziehungsweise in der Art, wie er sie früher gespielt hat. Er hat sie inzwischen völlig umkomponiert und heute klingen die Lieder ganz toll. Besonders aber gefällt mir an Falkenberg, dass er sehr, sehr politisch geworden ist. Er spricht über Themen, Probleme oder über Menschen, die in Mainstream-Medien nicht vorkommen, über Gescheiterte. Und das finde ich unheimlich stark. Ein Lied möchte ich euch mal ganz kurz anspielen. Menschen auf Brücken bleiben endlich stehen, vertrauen ihrem Denken in einem Moment der Zeitlosigkeit. Menschen auf Brücken über schweigenden Tiefen, aus Ruinen und Wäldern, unter wortlosen Höhen, aus Wüsten von Feldern. Menschen auf Brücken sehen den Schiffen hinterher, sehen den Schiffen hinterher. Ja, Musiker Nummer 3, Hans-Eckehard Wenzel, ein Liedermacher. Ich liebe seinen Sarkasmus, seinen Humor. Er ist, wie schon gesagt, ein sehr politischer Mensch auch. Und er hat viele nachdenkliche, leise Lieder, aber hat auch ein paar Lieder, wo er es richtig krachen lässt. Und seine Konzerte sind einfach ein Traum. Hört mal kurz rein. Dann wäre meine Losung die Verschwendung. Jede Woche ohne Drohung, ohne Spendung. Ich werde mal mit einem großen Laden verzockt ihr Geld im nationalen Graben. Dann ring ich einen Kanzler ab, ich brauche Geld und viel verdammt. Wo steht mir doch zur Seite, denn ich bin einfach pleite. Die Kleinen werden gefressen von den großen Interessen. Ach, wär ich doch ein großer Mann. Wird man mich nicht vergessen, dann rief ich die Regierung an. Ich habe nichts zu fressen, rettet die Welt. Gebt mir Geld. Kommen wir zur nächsten Frage. Frage Nummer 3. Was ist dein Lieblingslied? Archie, was hast du angerichtet? Ich soll mich kurz fassen. Die Frage ist genauso schwer zu beantworten. Ich habe lange überlegt, ich könnte euch jetzt ein abendfüllendes Programm hier abliefern. Aber ich entscheide mich mal für 2 Songs. Das eine ist vom gerade angesprochenen Falkenberg, Ralf Schmidt, So nah vom nächsten Meer. Es wäre leichter, nicht mehr zu gehen, einfach zu warten, nicht zu widerstehen, sich zu ergeben, nicht mehr zu sein, als ein Blatt im November-Sonnenschein. Ich seh vom Strand in die Sterne,
Song Nummer 2 ist von Cäsar. Er hatte das Lied damals bei der Klaus-Renf-Kombo gespielt und später hat er es bei Karussell nochmal neu aufgenommen. In der DDR war das eigentlich ein Volkslied. Wer die Rose ehrt. Wer die Liebe ehrt, der ehrt heutzutage auch den Hass. Der zur Liebe noch dazu gehört, noch solang man sie bedroht. Einmal wirft sie nach, einmal wirft sie nach. Das wird sein, wenn's sein wird. Und Mensch ehrt den Menschen. Frage Nummer 4. Wo und wann hörst du Musik? Oh je, oh je. Das geht nicht so pauschal zu beantworten. Wenn ich in der Stimmung bin und wenn ich die Zeit dazu habe. Also das kann überall sein. Beim Autofahren häufiger und dort habe ich zum Beispiel früher gerne so Zeug wie Apokalyptika oder so gehört. Irgendwann habe ich aber festgestellt, dass sich mein Fahrstil der gehörten Musik anpasst. Deshalb habe ich die CDs im Autoradio ein bisschen umgetauscht und bin auf Entspannungsmusik umgestiegen. Und es fährt sich ganz angenehm damit. Probiert's mal aus, ich kann es euch empfehlen. Frage Nummer 5. Welchen Tonträger hast du als erstes gekauft? Also, das muss ungefähr 1974, 75 gewesen sein. Eine Musikkassette. Ich habe damals mit mir gekämpft zwischen Reinhard Lacomi, der mir auch sehr, sehr gefallen hat. Er hat so ein Zwischending zwischen Schlager und Rockballaden gemacht. Die Balladen haben mir sehr gut gefallen von ihm. Am Ende habe ich mich aber für die Pulis entschieden. Das war damals die erste Langspielplatte, die sie in der DDR produziert haben. Man hört noch ein bisschen, wo ihre musikalischen Wurzeln liegen. Dort kracht und scheppert es noch ordentlich. Und das Problem ist, irgendwann waren aber die Musikkassetten von vielen gebraucht, die Bänder dermaßen ausgedehnt und ausgeleiert. Es war kein Hörgenuss mehr. Ich habe mir diese Kassette dann als Schallplatte nochmal nachgekauft und die sah so aus. Wer in der DDR groß geworden ist, kennt die sicherlich noch. Er hieß Icarus und er war sehr jung, war voller Ungeduld, baute Flügel sich an vom Boden ab und flog, und flog. Steig Icarus, flieg uns voraus! Steig Icarus, zeig uns den Weg! Frage Nummer 6. Spielst du selber ein Instrument? Nein, leider nicht. Also ich bedauere es ganz, ganz sehr, dass mir diese Gabe nicht mitgegeben wurde. Ich habe es mal versucht, aber es ist leider kläglich gescheitert. Frage Nummer 7. Spielst du lieber CDs ab oder hörst du lieber Radio? Ganz ehrlich, Radio geht definitiv nicht mehr. Also was dort an Dudelsendern und Verblödungssendungen dort läuft, nee, das ist überhaupt gar nicht mein Ding. Also wenn, dann höre ich CDs. Wenn ich ganz viel Zeit habe, schaue ich mir auch gerne mal eine Musik-DVD an oder eben YouTube. Da laufen ja auch manchmal ganz tolle Sachen. Kommen wir zur Frage Nummer 8. Oh Gott, oh Gott. Archie. Singst du selbst und wenn ja, bei welcher Gelegenheit? Also keine Angst, jetzt singe ich definitiv nicht. Das habt ihr nicht verdient, dass ich euch das antue. Es ist auch von der Stimmung abhängig. Beim Wandern, beim Bauen oder einfach, wenn es mir gut geht. Nächste Frage. Würdest du jemals zu Deutschland sucht den Superstar gehen, um dich zu beweisen? Ganz klar, selbst wenn ich das Talent dazu hätte, definitiv nein. Also diese Verblödungsindustrie, die dort geboten wird, nee, danke, das ist überhaupt gar nicht mein Ding.
Frage Nummer 10. Welches Instrument würdest du gern spielen können? Klarer Fall, Gitarre. Wie schon gesagt, Peter Cäsar Gläser, das war meine musikalische Jugendliebe, das war mein Idol. Wenn der auf der Bühne gestanden hat, natürlich wollte fast jeder Junge in der DDR Gitarre spielen können wie Cäsar. Wie schon gesagt, der Jimi Hendrix der DDR. Steig ein, sag dir, dass ich schuld. Steig ein, ganz egal wohin es geht. Steig ein, wirst schon sehen, was kommt. Steig ein, in den Zug oder nie. Frage Nummer 11 schließt sich eigentlich dem gleich an. Hast du jemals für einen Star geschwärmt? Ja, für Cäsar. Ich bin mit seiner Musik groß geworden. Wie schon gesagt, nach der Wende hatte ich das Glück, ihn auch persönlich kennenzulernen und bin 10 Jahre oft zu seinen Konzerten gefahren, ihm hinterher gefahren. Es war eine tolle Zeit und Cäsar, fand ich, war nicht nur ein begnadeter Musiker, war auch ein toller Mensch. Frage Nummer 12. Hat sich dein Musikgeschmack im Laufe der Jahre geändert? Er hat sich erweitert. Neben den genannten DDR-Bands habe ich am Anfang viel Zeug gehört, was richtig Krawall macht, was kracht und scheppert. Slade, Led Zeppelin, Eric Burdon, Kenneth Heat, Uriah Heep, lauter solche Dinge, Jethro Tull aus der DDR, die besagten Pudis, Klaus-Renft-Kombo. Irgendwann, ich erwähnte es bereits, in der DDR musste Deutsch gesungen werden und irgendwann ist mein Interesse an den Texten erwacht. Und umso mehr ich auf die Texte gehört habe, umso mehr ist mein Interesse auch an diesen Rockballaden, sage ich mal, erwacht. Und das höre ich immer öfter und auch sehr gerne. Neben den genannten Wenzel Falkenberg gibt es zum Beispiel Tino Eisbrenner. Wieder einer, der vorausgeht und uns bleibt Traurigkeit. Wieder einer, der davon schwebt, uns allein lässt mit der Zeit. 13. Frage. Welches Konzert würdest du gerne mal besuchen? Also definitiv bin ich kein Freund von diesen Großkonzerten in Stadien oder riesen Kongresshallen. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich bevorzuge die kleinen Clubs, die kleinen Kneipen. Zum Glück gibt es da noch welche. Und wen ich gerne mal sehen möchte, es gibt noch in Berlin zum Glück eine Bluesband, Monocle heißt die. Und dort gibt es einen Sänger, Gitarrist, Micha Linke, der ist leider ziemlich krank, aber gelegentlich tritt er noch auf. Und Monocle mit Micha Linke würde ich liebend gerne noch mal sehen. In eine ähnliche Musikrichtung wie Monocle geht Engerling, auch eine Bluesband, die in der DDR groß geworden ist. Sie stammen aus der Gegend bei Frankfurt-Oder. Und bei Engerling schätze ich es ganz sehr, dass sie bei Konzerten völlig unberechenbar sind. Der Kopf der Gruppe ist Wolfram Bodak und der spielt wirklich noch Lust und Laune. Also wenn ihr zum Engerling-Konzert geht, ihr werdet nie das gleiche Konzert erleben. Und besonders gut gefällt mir, spätestens zu Wendezeiten haben sie angefangen, auf jeder Langspielplatte wenigstens einen politischen Song zu machen. Finde ich ganz große Klasse. Ihr habt mir
versprochen, es wird gut. Ihr ruft im Chor mir zu, nur Mut, alles Banane. Im Wasser soll ich springen, so wie ihr. Freiheit soll ich singen, ich folge dir. Wäldchen soll ich schwingen, nicht untergehen. Ja, na und dann die bereits mehrfach erwähnten Wenzel, Falkenberg und Eisbrenner möchte ich auch noch mal sehr gerne sehen. Nächste Frage. Welchen Star oder Musiker würdest du gerne mal treffen? Hans-Eggert Wenzel. Ich war schon so oft in seinen Konzerten und Wenzel zieht noch sehr, sehr viel Publikum an als Ostmusiker und ist auch umschwärmt und belagert und deshalb macht er sich sehr, sehr rar. Wenzel mal auf einem Schwatz zu treffen, ist ein Kunststück. Ich habe es noch nicht wirklich geschafft. Das wäre mal mein Wunsch, mich mit Hans-Eggert Wenzel in Ruhe mal an einen Tisch zu setzen und zu quatschen. Das wäre ganz toll. Die Nutten haben hitzefrei. Die Polizei putzt ihre Scheiben. Die Heiratsschwindler übertreiben. Die Stadt riecht schweißig und nach Äther. Es Gerlei ist der Abtäter. Noch unentdeckt sind all die Toten. Das ist die Zeit, das ist die Zeit, das ist die Zeit der Irren und Idioten. Nächste Frage, das ist ja schon wieder eine provokatorische Frage. Gibt es einen Star, den du gar nicht magst? Oh Gott. Ich sag's mal so, ich mag, egal ob es Musiker sind oder andere Leute, ich mag es nicht, wenn für Geld irgendwelcher Schrott produziert wird und die Leute verblödet werden. Ich hoffe, das ist als Antwort okay. Welches Konzert hast du zuletzt besucht? Im letzten Jahr, ich glaube es war im August, als nach der ersten Corona-Welle das Leben wieder langsam in Schwung kam, hat in Zwickau-Falkenberg gespielt. Ich war mit Jana dort. Es war das erste Konzert, was Falkenberg überhaupt wieder geben durfte. Falkenberg war total heiß aufs Spielen und er nimmt wirklich sein Publikum mit. Das Publikum hat entsprechend reagiert, obwohl der Saal halb leer war durch die Corona-Maßnahmen, die Schutzabstände. Es war ein wahnsinnig, man darf auf YouTube das Wort gar nicht sagen, ein wahnsinnig geiles Konzert. Ich denke unheimlich gerne dran zurück und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Falkenberg-Konzert. Ich bin im Osten geboren, auf den Straßen bis zum Zaun. Störte niemand meine Kreise. Beim Seifenblasen bauen und die Welt war eine Scheibe und wir glotzen übern Rand. Da ist die Scheibe umgekippt und die Fahne hat gebrannt. Welche Filmmusik magst du am liebsten? Also ein absoluter Klassiker ist eine DDR-Serie, Das unsichtbare Visier. Ganz, ganz tolle Filmmusik. Was auch jeder im Osten in der DDR kannte. Es gab eine dänische Kriminalserie, das war mehr eine Persiflage. Die Olsenbande hießen die Filme. Und nicht nur die Filme waren große Klasse, sondern auch die Filmmusik, das war ein richtiger Ohrwurm. Die nächste Frage.
Wenn du einen schon verstorbenen Musiker zurückholen könntest, wer wäre das und warum? Peter Cäsar Gläser. Leider ist Cäsar viel zu zeitig gestorben. Und wie schon gesagt, ich hatte die Chance, auch privat mit ihm gelegentlich zu verkehren, gelegentlich privat mit ihm zu reden. Und das sind jetzt über 20 Jahre her. In den 20 Jahren bin ich, es ließ sich nicht vermeiden, auch älter geworden und ich hoffe auch ein bisschen reifer. Und ich würde heute gerne mit Cäsar über ganz andere Themen reden als die damaligen. Im Gebirge wohnt schon lang ein Alter, ohne Frau und Kind allein, lebt er mit seinem Wald, 100 Jahre ist er alt. Heute zieht eine Wolke über den Berg hin, die der Alte nicht versteht, und er sieht, wie sie verbrennt, seinen kleinen Kontinent, seinen Lebensraum. Kommen wir zur Frage Nummer 19. Welche Musiker und Bands würdest du unbedingt empfehlen, die man sich mal anhören sollte, die vielleicht nicht so bekannt sind? Ja, das ist ein bisschen eine schwierige Frage. Klar, ich habe die ganze Zeit von Cäsar erzählt. Er hat bei Renft gespielt, bei Karussell, hatte diverse eigene Bands. In der DDR kennt die wohl jeder. Aber wer nicht aus der DDR kommt, schaut mal rein, hört euch den mal an. Der war wirklich ein begnadeter Musiker. Alle Zeit drängt nach vorn, das Lebendige und regt sich. Zwischen Liebe und Zorn greift der Mensch und er bewegt sich. Auf sich zu immer mehr, was für den nicht angenehm ist. Der am Hintern zu schwer und im Kopf zu bequem ist. Dazu kommen die schon erwähnten Falkenberg, Wenzel, Eisbrenner, Engerling. Und dann gibt es noch ein höchst interessantes Projekt seit einigen Jahren von Reinhard Repke. Er hat vor mehreren Jahren diesen sogenannten Club der Toten Dichter gegründet. Das ist nichts anderes als eine lose Band mit ständig wechselnden Musikern. Jedes Jahr besetzt er diese Band neu. Und sein Ansinnen ist, verstorbene Dichter neu zu entdecken und bekannter zu machen, weil welcher Mensch liest heute noch Gedichte. So hat er zum Beispiel Schiller vertont, Heine, Rilke war schon dran, Wilhelm Busch, vor 2 oder 3 Jahren, glaube ich, Bukowski. Und davon möchte ich euch mal kurz was vorspielen. Lass es regnen, lass es platschen aufs Dach prasseln. Ich hör's und weiß, dass es alte und neue Schmerzen lindert. Ja, und wen ich auch noch empfehlen möchte, das ist eigentlich ein ganz bekannter Schauspieler in Ost wie in West, Manfred Krug. Ich glaube, den kennt auch jeder Mensch. Aber Manfred Krug hat auch in der DDR 4 Schallplatten gemacht. Das ist eigentlich nicht so bekannt. Die Platten sind, manchmal sind sie zum Schmunzeln, stellenweise hat er schon ganz schön Schrott gesungen. Und bei all den Schlagerschnulzen, die er dort mit verzapft hat, liebe ich seine Art, wie er singt. Er hat ein unheimliches Talent. Und ein Lied ist mein absoluter Favorit und das möchte ich euch auch mal vorspielen. Es steht ein Haus in New Orleans, ein Haus weit ab vom Glück. Dort warten sie schon lange auf ihn, doch er kommt nie zurück. Kommen wir zur fast letzten Frage. Wie fandest du die Fragen und konntest du sie sofort spontan beantworten oder musstest du darüber nachdenken? Also, mein lieber Archie, hätte ich dir die Fragen spontan beantwortet, ich muss jetzt mal gucken, wo sind wir bei der Kamera, schon bei 19 Minuten Filmzeit, hätte ich dir die Fragen spontan beantwortet, dann wären wir schon viel weiter. Deshalb musste ich lange drüber nachdenken, um mich kurz zu fassen, so kurz das halt in 20 Minuten geht.
So, und dann hatte mir Archie noch sozusagen eine Privatfrage gestellt, weil ich nämlich viel unterwegs bin, was ich von unterwegs mitgebracht habe, ob ich da auch Musik mitgebracht habe. Ja, ich habe mir wirklich in jedem Land, in dem ich gewesen bin, irgendwelche spezielle CDs rausgesucht von Musikern, die ich zum Teil kannte oder auch wirklich einfach so auf gut Glück. Außer Italien. Italien ist das Problem, wir haben den Rucksack mit, dort passt einfach nichts mehr rein. Aber zum Beispiel in Tschechien den schon erwähnten Václav Neckář. Also in der DDR hat er auch einige schöne Rockballaden gesungen, aber hat auch viele Schlager gesungen. Die sind schon ganz schön unterirdisch gewesen. Und irgendwann durch Lust und Laune habe ich mir dann mal im damaligen Tschechien eine CD von Václav Neckář gekauft und ich habe festgestellt, in der CSSR bzw. in Tschechien hat er völlig andere Sachen gesungen als in der DDR. Und ich habe inzwischen von ihm, wo sind sie, wirklich 5 oder 6 CDs schon, die ich mir gekauft habe. Und da sind wirklich richtig tolle Sachen stellenweise dabei. Jedu domů po trati, jedu přes kopce, za okny padá sníh, budou Vánoce. Ich war in Polen. In Polen gibt es einen Musiker, der hat ein einziges Lied in der DDR auf Deutsch gemacht. Marek Rechuta, ein ganz toller Song war das. Leider ist er nicht mehr in Deutsch zu haben. Deshalb habe ich mir diese CD in Polen gekauft. Und ich bin wirklich sehr angenehm überrascht gewesen, was Marek Rechuta für eine tolle Musik gemacht hat in Polen. Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu. Tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. In Estland bin ich auch schon gewesen. Auch dort habe ich mir eine CD gekauft. Nämä on niukket mietit tahan mulla aukel, maitset kyyslauk. Sest jättäs juukkeraukko niinku kosmonaut, ja se on Kindelbauk, ja se on Kindelbauk. Niinku viime lehtis pysi kinni puustal, seisa puhket pysti, puri hammas suus, ja justi kõrk ja nutti keset järve jäässä, juukse tutti kooltomasta kuklasta. Wirklich hochinteressante Musik in Estnisch. In Russland bin ich auch mehrfach gewesen. Russland ist übrigens ein sehr schönes Land. Das ist viel, viel schöner, wie unsere Medien erzählen. In Russland habe ich mir schon jede Menge CDs gekauft. Zum Beispiel sowas, Volksmusik. Und dann aus Leningrad, St. Petersburg heute, eine russische Punk, ja Punk ist das eigentlich, Nerpen nennen die sich. Und die schaffen es tatsächlich, Punkmusik mit russischer Folklore zu mixen. Hochinteressant. Опять без меня, чужие глаза, чужая душа, неужели это не я? Aber eine andere Band aus St. Petersburg, eine Frauenband, die nennt sich Ivanova. Die haben eine recht interessante YouTube-Seite und ich habe die Mädels auch schon bei einem Live-Konzert erlebt. Ich war wirklich erstaunt. Bei denen gilt das Gleiche wie bei Neb. Sie schaffen es wirklich, russische Folklore mit Rockmusik zu mischen. Und beim Live-Auftritt schaffen die es wirklich, Säle zum Kochen zu bringen. Eine ganz tolle Band. За окном моим падает снег, закружу куда и прячется
So, damit sind wir am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei diesem kleinen Einblick in mein Musikleben. Und wenn es euch Spaß gemacht hat, dann lasst mich bitte unten in den Kommentaren wissen. Denn wenn ihr Interesse dran habt mit Carsten Wehrheit, den kennt ihr ja, ich habe ihn euch schon mal vorgestellt, gibt es die Idee, dass wir mal ein bundesdeutsches, DDR-deutsches Musikspecial machen und mal gegenüberstellen, wie ist denn so die unterschiedliche Musikentwicklung in Ost und West passiert. Also schreibt mal, ob ihr Interesse an so einem Projekt habt. Da so eine Challenge aber weitergeführt werden soll und ich jetzt keine Lust hatte, euch die ganzen Regeln vorzulesen, schaut mal bitte unten in die in die Videobeschreibung rein, beziehungsweise schaut bei Gartenarche, er erklärt euch auch die Regeln der Challenge. Und er hat sich auch eine interessante Weiterführung ausgedacht, dass er nämlich gesagt hat, er möchte nicht, dass das immer nur in der einen speziellen Nische von Kanälen bleibt, sondern dass 4 Kanäle nominiert werden, möglichst aus einer anderen Richtung. Und deshalb habe ich lange darüber nachgedacht, wem ich nominieren könnte, um dem gerecht zu werden. Und habe mir überlegt, als Nummer 1 nehme ich den Armin Arno, ein sehr bekannter und begnadeter Landschaftsfotograf aus Österreich. Die Nummer 2, der Uwe vom Kanal Copter SD. Uwe beschäftigt sich viel mit Videobearbeitung, ganz speziell mit dem Thema Magics. Die Nummer 3 ist der Kanal Einfallspinsel. Die Caro hat wirklich unheimlich kreative Bastelideen. Also ich bewundere sie, was ihr alles einfällt. Leider fehlt mir zum einen die Zeit, zum anderen das Talent, um es mal nachzubasteln. Ich hoffe, irgendwann bin ich mal Rentner. Dann würde ich sowas gerne mal ausprobieren. Interessant sieht es aus. Schaut unbedingt mal bei ihr vorbei. Und schließlich und letztendlich aus meiner Nische, aus dem Wandern, habe ich mir überlegt, ich nominiere den Sascha von Saschas Wanderblog. So, liebe Freunde, damit sind wir jetzt wirklich am Ende. Und zum Schluss bin ich mal so frei, spiele euch nochmal einen ganz tollen Song. Der stammt von Falkenberg. Er hat sich des Themas oder des Tabuthemas Sterben, Tod angenommen und die Frage, was ist denn danach, was kommt danach? Und ich finde den Song sowas von genial. Und meine beiden Söhne, Jakob, Fabian, beziehungsweise meine Freundin Jana, wenn ihr das jetzt hört, da kann ich mir das jetzt sparen, das in mein Testament zu schreiben. Und ihr alle anderen, ihr seid Zeuge, wenn ihr zu meiner Beerdigung kommt und die 3 vergessen das. Erinnert sie bitte dran, ich möchte, dass dieser Song auf meiner Beerdigung gespielt wird, nämlich von Falkenberg Staub. Meine besten Sommerjahre erwachen immer öfter im Herbst. Die Gedanken kreisen um den Winter, um das Heute ohne Morgen und die Zeilen für danach. Ich will Staub sein über den Wellen und der Sturm bringt mich wieder heraus. Ich will Staub sein über den Wellen. Ein geliebtes Leben braucht keinen Applaus. Ich will Staub sein. Ich will nicht, dass ein Stein mein Nirgendwo verhindert. Ich will nicht, dass mein Verschwinden Phantomschmerzen lindert. Ich will nicht, dass ich Tränen im nächsten Meer verlieren. Ich will nicht, dass meine Himmel Chronisten karikieren, wenn nur einer sich erinnert. Ich will Staub sein über den Wellen und der Sturm bringt mich wieder heraus. Ich will Staub sein über den Wellen. Ein geliebtes Leben braucht keinen Applaus. Ich will Staub sein. Ich will nicht, dass Verräter meine Lieder singen. Ich will nicht, dass Despoten tote Blumen bringen. Ich will nicht, dass die Pinscher Platz haben auf dem Abspann. Ich will nicht, dass man mich liebt
wenn ich mich nicht mehr wehren kann, wenn nur einer sich erinnert. Ich will Staub sein über den Wellen und der Sturm bringt mich wieder hier raus. Ich will Staub sein über den Wellen. Ein geliebtes Leben braucht keinen Applaus. Ich will Staub sein. Wenn nur einer sich erinnert, wenn nur einer sich erinnert, ich will Staub sein über den Wellen und der Sturm bringt mich wieder hier raus. Ich will Staub sein über den Wellen, ein geliebtes Leben braucht keinen Applaus, ich will Staub sein. Meine besten Sommerjahre erwachen immer öfter im Herbst. Die Gedanken kreisen um den Winter. Das Heute ohne Morgen und die Zeilen für danach.